Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Für alle, die neu hier sind, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Halbkubaner, habe als Kind in Kuba gelebt und bin im Regelfall mindestens einmal im Jahr in Kuba. Meine Frau ist Kubanerin und der Großteil unserer Familien lebt in Kuba. Auf diesem Kanal geht es also um Themen rund um Kuba. Von Nachrichten über Kochen bis hin zu Filmreviews und noch einiges mehr. Wenn dich diese Themen ansprechen und ja, meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne jetzt noch machen. Ich danke dir. Okay, starten wir mal mit dem Video. Vor fast 2 Wochen traf Hurricane Ian auf Kuba. Darüber habe ich in meinem letzten Video zur aktuellen Lage berichtet. Nun sind schon fast 2 Wochen vergangen und wir wollen heute mal zurückschauen, was passiert ist und was sich seitdem getan hat. Hurricane Ian traf mit einer Stärke von 3 von 5 und einer Windgeschwindigkeit von 218 Stundenkilometer auf Kuba und hat den Westen Kubas sehr zugesetzt. Pinar del Rio hat es dabei am meisten erwischt. Wobei auch La Isla de la Juventud und Artemisa stark betroffen waren. Neben der Zerstörung kam es auch zu Überschwemmungen aufgrund des Starkregens. 3 Tage war Kuba komplett ohne Strom. Nur in den Touristengegenden wie Varadero zum Beispiel gab es fast durchgehend Strom aufgrund von Stromgeneratoren. 3 Tage also war Kuba ohne Strom. Was bedeutet das für die Bevölkerung? Lebensmittel vergammelten bei der Hitze. Neue Lebensmittel konnte man kaum kaufen, da die elektronischen Zahlungssysteme nicht funktionierten, beziehungsweise man einfach nicht genügend Geld hatte. Das Wasser musste teils rationalisiert werden, da auch die elektronischen Wasserpumpen kein frisches Wasser liefern konnten. Absolute Stille am Tag und Dunkelheit in der Nacht. Privatpersonen mit Stromgeneratoren nutzten dies vereinzelt aus und ließen sich zwischen 30 und 200 Peso für das Aufladen vom Handy bezahlen. Nach und nach wurden die einzelnen Provinzen wieder ans Netz angeschlossen und mittlerweile hat Kuba wieder fast komplett Strom. Fast. In Pinar del Rio gibt es weiterhin viele Menschen ohne Strom und das knapp 2 Wochen später. Auch wenn man weiterhin daran arbeitet. Viele Menschen haben ihr ganzes Hab und Gut verloren. Häuser stehen teilweise nicht mehr dort, wo sie mal waren. Manche Gegenden sind zerstört und müssen wieder aufgebaut werden, Schritt für Schritt. Ich blende euch mal 2, 3 Videos ein, in denen zu sehen ist, was mit ein paar Häusern passiert ist. Aquí, como pueden ver, esta es la casita de mi tía Milaiki, allá en el campo. Está destruida completamente. El techo se fue volando, lo único que quedan son las paredes. Ahora ella estará viviendo con mi abuela. Así quedó la casita de mi tío Rigo, que se vio en el video anterior. Si no has visto el video anterior, te lo voy a estar dejando en la descripción para que puedas ir a verlo. Tanto tiempo, tanto sacrificio construyendo su casita para que al final volviera a derrumbarse. Es muy triste, la verdad. Así quedó la casa de un amiguito mío de San Luis. Miren cómo quedó destrozada completamente. El pobre, cuando hablé con él, me dijo que estaba en ese momento en casa de una vecina
y que estaban conversando de cómo iban a resolver la situación de su casa para poder vivir en ella. ¡Vive ya! Voy. ¡Ay! ¡Se fue! ¡Ay, no miren a la niña! Okay. Ay, niña, me va a dar un infarto. Die Kubaner bauen sich wieder auf und vielerorts läuft der Alltag normal weiter. Naja, die täglichen Stromausfälle begleiten den Kubaner natürlich weiterhin und wie ich schon im letzten Video sagte, glaube ich nicht, dass dieses Thema bis Ende des Jahres beendet sein wird. Das wird sicherlich noch eine Weile, ja, sich ziehen. Geplante Stromausfälle, so unschön sie auch sind aber eine andere Hausnummer als ja, ein kompletter Blackout über mehrere Tage. Wie ich schon angekündigt habe, geht es im Januar für uns wieder nach Kuba. Wir fliegen dieses Mal mit Condor und wir haben Spendengepäck beantragt und bewilligt bekommen. 2x10 Kilo. Ja, 2x10 Kilo kommen dieses Mal extra mit. Wenn ihr die Möglichkeit habt, fragt bei euren Fluggesellschaften nach, ob man Spendengepäck mitführen darf oder kann. Und wenn du dich jetzt fragst oder fragen solltest, was man überhaupt für Spenden mitbringen kann, hierzu habe ich ein extra Video online und verlinke es hier nochmal. Meine Frau und ich haben einige Sachen geplant und mal schauen, was sich davon umsetzen lässt. Dafür müsst ihr aber noch ein wenig warten, bis wir wieder in Kuba sind und dort unsere Videos produzieren. Ja, das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen und informiert. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ja, gerne auch ein Like da lassen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder, spätestens am nächsten Sonntag. Bis dahin, saludos, ciao.